Rundstäbe mittig durchzubohren ist wirklich nicht einfach, um zum Beispiel solche Verbindungen herzustellen, dass die Bohrung exakt in der Mitte vom Rundstab ist. Ihr kennt es doch selber. Ist es die Mitte vom Bohrer? Durchbohren und dann ist es schief gegangen. Boah, richtig ärgerlich. Ich zeige euch heute eine Variante, wie das wirklich super einfach mit einer mini kleinen Vorrichtung funktioniert. So, wo ist jetzt hier genau die Mitte? Ist das die Mitte? Ja, könnte theoretisch passen. Oh ne, das schaut besser aus. Aber ich brauche es super genau. Wie kriege ich hier genau mittig eine Bohrung rein? Wer kennt dieses Problem, Rundstäbe mittig zu bohren? Und das dürft ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und seid mal ehrlich, wer hat schon mal probiert, einen Rundstab in der Mitte durchzubohren? Setzt einen Bohrer an, meint ihr seid mittig, ist alles gut, bohrt durch und stellt dann fest, boah, ist das scheps das Loch. Das ist doch total ärgerlich einfach. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und Thema habe ich ja schon oft genug erwähnt, mit Rundstäbe mittig durchbohren. Es ist nichts Neues, es gibt auch 3D-Druck-Varianten oder Varianten, die man sich selber bauen kann. Sowas bauen wir uns heute. Ich benutze seit Jahren so eine kleine 3D-Druck-Variante an der Ständerbohrmaschine. Funktioniert relativ gut, ich sage jetzt mal nicht zu 100% genau. Deshalb bauen wir uns heute eine größere und kleinere Variante für größere Durchmesser, kleinere Durchmesser, um das Ganze wirklich exakt und super genau durchzubohren. Da ich noch nicht hundertprozentig weiß, wie diese Varianten dann am Schluss rauskommen, werde ich euch jetzt erstmal die Bauanleitung bringen. Also ich zeige es, wie ich das Ganze gebaut habe. Danach werden wir das Ganze besprechen und vielleicht habe ich ja auch Fehler gemacht. Ich weiß es ja selber noch nicht, da ich sie erst bauen muss und probieren muss. Also lasst euch überraschen, schaut die Bauanleitung an und am Schluss werden wir das Ganze probieren und natürlich besprechen, wie es ich gebaut habe und was ich vielleicht besser hätte machen sollen. So meine Lieben, wir sind fertig mit unserem kleinen Jig hier. Das ging jetzt wirklich rasend schnell, aber stopp!
Bevor ihr das Ganze nachbaut, wir werden das Ganze besprechen, was ich hier benutzt habe, wie ich das Ganze gebaut habe, warum ich es gebaut habe und sag euch vor allem noch, was ich anders bauen würde. Denn ich habe nämlich noch ein zweites gebaut und diesen Grund sage ich euch auch noch, denn wir werden es gleich nochmal ausprobieren, wie das Ganze funktioniert, ob es gut funktioniert und das wollen wir uns natürlich anschauen. Dann schauen wir uns jetzt mal die ganzen Sachen an und ich werde auch natürlich auch mal die Maße nennen und die Verbesserungen, die ich noch einfließen lassen würde. So, verwendet habe ich jetzt am Anfang ganz klar ganz normales Standard Acrylglas, durchsichtiges. Und zwar habe ich da eine Breite gewählt, das werde ich euch nochmal zeigen, eine Breite gewählt von 25 mm und diese Ärmchen oder diese Länge davon sind 85 mm. Der Rundstab ist ein 8 mm Metallrundstab, sollte schon gerade sein und nicht verbogen sein. Und dieses kleine Schräubchen dazu ist eine M5 Schraube. So, die Holzklötze sind auch 25 mm breit und ich habe jetzt, muss ich natürlich die erste Version nehmen, ist aber auch 25 mm breit und habe dort eine Länge gewählt von 40 mm. Wie das Ganze funktioniert, das sehen wir natürlich jetzt gleich. Das werde ich euch gleich noch mal zeigen. Jetzt mal die Unterschiede zwischen den beiden. Ich habe ja hier am Anfang einen 90-Grad-Winkel gemacht. Das ist die erste Version. Und zwar, da ist ein 90-Grad-Winkel, habe ich die Plexiglasscheiben mit einem Sekundenkleber und Aktivator habe ich das Ganze hier verklebt, habe dann einen Strich reingemacht und jetzt schon mal eins der Verbesserungen. Ich würde auf jeden Fall einen roten Edding benutzen, keinen schwarzen Edding auf dem Plexiglas, denn es schaut schon besser aus. Man sieht schon, jetzt sieht man es, wenn ein roter Strich dort ist, das ist viel besser erkennbar als ein schwarzer Strich. Also würde ich euch empfehlen, definitiv einen roten Edding zu benutzen. Das ist schon mal die erste Verbesserung, die ich machen würde. Warum habe ich jetzt die zweite Version gebaut? Diese zweite Version ist einen Winkel hier von, ich sage jetzt mal, circa 75 Grad. Dieser 75 Grad Winkel hat schon eine Daseinsberechtigung, denn es ist nämlich so, diese Version, diese 90 Grad Version, die ist dann eher so für große Sachen gedacht, für große Durchmesser an Rohren. Das kann ich aber euch gleich nochmal zeigen. Und diese Version ist eher dann so, ich sage jetzt mal, für kleinere Rundstäbe gedacht, die man dann durchbohren müssen. Es kann schon noch sein, das zeigt aber jetzt dann der Versuch, dass diese Ärmchen hier einfach noch zu lang sind. Das kann sein, also, dass ich die noch kürzen will oder kürzen muss einfach, damit ich dann unten nicht aufschlag am Boden. Aber das zeige ich euch gleich nochmal. Ach ja, bevor wir starten, ich habe noch eine kleine Bohrhilfe mir gemacht. Das ist einfach nur ein Kantholz mit einem V-Ausschnitt drin, damit der Rundstab einfach schön eingelegt werden kann. Das braucht ihr definitiv, wenn ihr das Ganze machen wollt, damit der Rundstab nicht abhaut und immer an derselben Stelle ist. Apropos derselben Stelle, ich habe da noch eine kleine Nut reingefräst oder gesägt, wo ich dann so eine flache Zwinge, das ist diese hier, kann ich dann festspannen. Und ihr seht, wenn ich jetzt praktisch den Rundstab, auch einen längeren Rundstab benutzen kann, der passt dann hier drüber, ohne dass die Zwinge den Rundstab erhöht oder stört. Ich würde sagen, wir gehen an den größeren Bohrständer und ich werde euch das Ganze jetzt mal zeigen, wie genau und exakt man dort in die Mitte eines Rundstabes bohren kann. So, ich habe das Ganze jetzt mal eingespannt in der Ständerbohrmaschine. Ihr seht es jetzt selber. Ich weiß ja nie wirklich, wo ich bohren muss und ich weiß nie, wo die Mitte des Rundstabes ist. Und da kommen jetzt diese beiden Striche ins Spiel. Ihr seht es, wenn ich das Ganze bewege, bewegt sich auch der Strich links und rechts. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen vorne schauen, nicht von der Seite. Und wenn ich das Ganze jetzt hier Strich auf Strich mache, ihr seht es, da Strich auf Strich, dann habe ich exakt die Mitte erreicht. Ich sehe es halt nur von der Seite nicht so gut. Du musst eigentlich von vorne gucken, aber dann bin ich ja im Bild. So, das müsste theoretisch stimmen. Und jetzt nehmen wir das Ganze nämlich und machen es mit der Zwinge hier hinten am Bohrständer fest, am Tisch. Und dann bewegt sich gar nichts mehr. Ihr müsst natürlich den Bohrständer dann auch festmachen. Das ist ganz klar, dass sich da nichts mehr groß bewegt. So, jetzt ist das Ganze fest. Also ich kann da nicht mehr hin und her wackeln. Der Bohrständer ist auch fest. Jetzt können wir das Ganze dann rausmachen. So, draußen. Und jetzt kann ich theoretisch meinen Forstnerbohrer nehmen, meinen Bohrer nehmen und den festspannen. Und wir können jetzt einfach mal eine Bohrung machen, eine Probebohrung, um zu sehen, wie genau das ist.
So perfekt, muss ich sagen. Und jetzt seht ihr selber, die Bohrung ist absolut in der Mitte vom Rundstab. Jetzt könnt ihr zum Beispiel einen anderen Rundstab machen, eine wunderbare Verbindung damit machen. Hier ist ein 25 mm, das ist ein 25 mm Forstner-Bohrer. Hier ein 25 mm Rundstab. Und jetzt schauen wir mal, ob der perfekt reinpasst. Perfekt. Jetzt schaut mal, wie schön diese Verbindung einfach ist. Absolut gerade und absolut in der Mitte des anderen Rundstabes. Wenn ihr natürlich jetzt einen Vorteil habt, wenn ihr zum Beispiel noch einen Rundstab mit Zapfen verwendet wollt, wie diesen hier, dann lasst ihr das Ganze einfach hier drin gespannt, wechselt einfach nur diesen Forstner-Bohrer in der Stärke des Zapfens oder einen Bohrer und macht dann genau in der Mitte auch wieder einen rein. Da ist ja nichts versetzt. Wir haben ja hier ein Zentrierloch, haben wir ja vom Forstner-Bohrer, braucht ihr nur den Bohrer reintun. Es ist exakt an derselben Stelle und wir können dann einfach nochmal reinbohren und haben dann auch gleichzeitig diesen Zapfen. So, jetzt möchte ich euch noch was zeigen, was ich vorhin gerade eben erwähnt habe. Und zwar, ich habe erwähnt, dass diese Seiten wahrscheinlich zu lang sein könnten. Das ist ja die Variante mit den 75 Grad für die kleineren Rundstäbe und ihr seht selber, das ist jetzt an der Grenze, das ist jetzt der 25 mm Rundstab und diese 85 mm sind definitiv einfach zu lang. Das heißt, ich muss das Ganze jetzt noch mal ein bisschen kürzen. Das ist aber kein Stress, das kann man einfach wegschleifen, diese Seiten. Und wenn die weggeschliffen sind, dann passt es auch zusammen. Und ihr seht, umso kleiner ich werde, umso kleiner müsste der Winkel werden, umso kürzer und umso größer der Rundstab ist, umso breiter müsste ich werden. Und das seht ihr ja gerade hier an diesem Beispiel. Also ich werde jetzt mal die Seiten kürzen und wir werden es auch mal mit diesem kleinen Rundstab versuchen. So, ihr seht, ich habe das Ganze jetzt gut, ich sage jetzt mal fast einen Zentimeter gekürzt, also das heißt 10 mm abgenommen, dann liegen wir bei 7,5 oder 75 mm und ihr seht, es passt jetzt, ich könnte noch einen kleineren Rundstab sogar nutzen und wir können das Ganze jetzt dann richtig schön wieder einstellen. Ich sehe es wieder nicht von der Seite, so von vorne und jetzt stellen wir das Ganze mal ein und können jetzt hier schön was bohren. Gut, dann haben wir das Ganze jetzt mal eingestellt. Jetzt hole ich das Ganze mal raus. Und zwar ist es auch ganz einfach. Einfach nach oben drehen, runterziehen, fertig. Macht so einen Forstner-Bohrer rein und habt es wirklich an derselben Stelle. Jetzt heißt es wirklich, das untere ist ja festgemacht. Jetzt könnt ihr zur Sicherheit einfach nochmal so schätzen, cool, ja passt, optimal. Und jetzt könnt ihr zur Sicherheit eigentlich, wenn ihr wollt, diesen Rundstab auch noch festzwingen. Dann habt ihr überhaupt kein Problem. Das heißt, ihr zwingt einfach den Rundstab auch noch mit fest. Und jetzt probieren wir mal das Gegengesetzte, sondern wir werden jetzt einfach mal, das ist ein 25er Rundstab. Ja gut, der hat jetzt ein Zehntel Toleranz, 25,1 oder 2 und das ist ein 25er Forstner-Bohrer und wir wollen jetzt mal schauen, wie mittig der ist und wie viel Material noch einfach stehen bleibt. Also es müsste theoretisch vielleicht noch ein Zehntel stehen bleiben. Schauen wir mal. Und jetzt schaut's mal. Das ist genau dieses kleine Mini-Fitzele Zehntele, was da jetzt eigentlich der Rundstab ein bisschen zu groß ist. Aber ihr seht's mal, wie genau die Mitte das erwischt hat. Und jetzt könnte man im Endeffekt den Rundstab losmachen und jetzt einfach mal hinhalten an den anderen Rundstab, ob das wirklich optimal passt. Wo ist denn da noch ein anderer Rundstab? 25 mm. Ist das ein 25er? Jawohl. So, jetzt schaut mal, wie schön das aufeinander passt. Also wir können auch die andere Seite machen. Ist doch richtig schön geworden. Also mega genau. Richtig geil! Leute, habt ihr das schon mal geschafft, Rundstäbe so genau in der Mitte zu bohren, dass es echt perfekt passt? Würde mich interessieren, schreibt es unten in die Kommentare rein, wie ihr das gemacht habt oder ob ihr das schon mal überhaupt verwendet habt. Oder vielleicht sowas euch in Zukunft baut und das dann verwendet. Würde mich echt interessieren. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal hier in der Nahaufnahme an und schauen mal echt, dass die Qualität echt mega ist. Das Ganze jetzt mal in der Nahaufnahme. Ihr seht das erste Muster, was wir gebohrt haben. Echt top. Richtig schön in der Mitte ist es gebohrt worden. Zapfen rein, nee, nicht Zapfen rein, Rundstab rein. Wenn man es jetzt richtig in die Kamera hält, sieht man, wie genau das in der Mitte hier ist, wenn man es richtig erwischt. Und der Vorteil ist natürlich, ihr könnt es dann nicht verstellen, das Ganze, und könnt dann einen Bohrer tauschen und könnt dann auch noch einen Zapfen rein bohren, damit das mit Zapfen passen würde. Wie ihr Zapfen an Rundstäben und Vierkanthölzern herstellt, das zeige ich euch in einem Video, das kann ich euch gern mal hier oben verlinken.
So, die zweite Variante ist auch richtig super sauber geworden. Ich habe erwähnt, dass der Rundstab Toleranzen hat, 25,1, 25,2 und dieses ist hier auch ein bisschen stehen geblieben. Ihr habt es jetzt gesehen, aber es ist dann gleich abgebrochen, überhaupt kein Stress und es passt perfekt zueinander. Schaut mal, wie sauber das Ganze jetzt hier ist. Also überhaupt keine Lücke drin, gar nichts. Also richtig schön und sauber. So, jetzt noch ganz schnell den Unterschied zwischen den zwei Winkeln. Wir haben ja hier einen 90 Grad Winkel, hier ca. 75 Grad. Und wenn wir jetzt den 75 Grad Winkel auf, das ist ein 80er Rohr, ich habe leider kein Holz da, aber man könnte auch Alu bohren. Ihr seht, ihr habt relativ wenig Auflagefläche. 80er wäre so maximal die größte Sache, was wir machen könnten mit diesen 75 Grad. Und wenn man jetzt diese 90 Grad hinhält, ihr seht selber, wir haben da viel mehr Auflagefläche und deshalb wird es umso genauer hier von dem her. Also das seht ihr schon, das ist nichts für kleine Sachen gedacht, weil da kommen wir dann kaum hin. Ihr seht es dann selber bei den kleinen hier. Da habt ihr ein Problem am Bohrständer und deshalb das hier für große Sachen ab 80 aufwärts und das hier eher dann für kleine Sachen. Und ihr seht, wenn wir kleine Sachen haben, das funktioniert perfekt und wir haben genug Auflagefläche. Endlich Rundstäbe exakt in der Mitte zu bohren, ist richtig cool. Leute, mir gefallen diese Vorrichtungen echt richtig gut. Wie gesagt, ich habe das Ganze ja schon seit Jahren mit dieser 3D-Druck-Variante verwendet. Aber ich muss dazu sagen, so richtig 100% genau hat es mit diesem Teil nicht funktioniert. Ich habe es aber trotzdem benutzt. Deshalb dieser Eigenbau dieser Varianten. Und ich muss ehrlich sein, diese Varianten funktionieren um einiges besser und genauer vor allem. Und das ist es Wichtige dabei. Ihr könnt es gerne nachbauen, schreibt es auch gerne in die Kommentare rein, wie ihr diese Vorrichtungen findet oder auch nach dem Bau. Könnt ihr einfach mal schauen, baut es nach, schreibt in die Kommentare, wie zufrieden ihr damit seid. Würde mich echt drüber freuen. Schaut doch mal ganz andere Videos an von Gipfelholz. Da gibt es so viele Videos, die sind vielleicht für den einen oder anderen auch noch interessant. Stöbert da einfach ein bisschen. Wenn ihr das alles gemacht habt, dann lasst ein Abo da, lasst ein Like da, abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und Servus aus dem Allgäu.